Das da ist das Huawei P40 Pro. Huawei P40 Series. A new vision for what a smartphone can be. Und es hat mega gute Chancen auf das Phone des Jahres, wenn da nicht die ganze Google-Sache wäre. Google darf ja nicht mehr mit Huawei zusammenarbeiten, da hat der Trump so veranlasst. Persönlich, soweit es juristisch relevant ist. Und er hat es gerade für ein Jahr verlängert, das heisst, wir kommen sicher noch das P50 Pro oder wie auch immer das wird heißen, nicht mit Google Services über die ganze Hackerei geht weiter. Ich komme immer Mails über von den Leuten, die sagen, hey, wieso funktioniert es bei mir nicht? Ja, absolut keine Ahnung. Bei mir funktioniert es, bei einigen funktioniert es auch, bei dir funktioniert es vielleicht nicht, ich weiß es nicht, aber bitte schreib mir mehr Mails und wenn du eine Lösung gefunden hast, unbedingt schreib mir einfach schnell ein Mail. Oder Kommentare, ich lese alle meine Kommentare. Weil das Telefon ist das, wo es unter Umständen das Telefon ist, wo dich vom User zum Bastler werden lässt, weil es lohnt sich mega. Und ich natürlich, ich bin immer so der sagt, ja, weißt du, alle fragen mich immer, ja, ist die Kamera gut? Und die Kamera ist am wenigsten spannendste Objekt in dem ganzen Ding. Nein, stimmt gar nicht. Die Kamera ist mit Abstand die beste Kamera, die ich je in einem Smartphone hatte von meinem Phone. Ist grossartig. Ich meine, ich würde jetzt auch das Video filmen, wenn ich jetzt die Kamera reinhebe. Absoluter Hammer. Die Bilder sind spektakulär alles fotografiert. Ich habe fotografiert im Hellen, ich habe fotografiert im Sonnenschein, ich habe fotografiert im Schatten, ich habe fotografiert mit Details. Ich habe alles fotografiert, mehr oder weniger. Außer in der Nacht habe ich es einmal einfach getestet, weil mir gefällt einfach der Nachtmodus am Schluss nicht. Also ich bin beeindruckt von dem, was Technologie leistet, aber mir gefällt das nicht, weil ich meine, keine Nacht hat so einen hellblauen Himmel wie der Wetzige. Ich meine, das geht einfach nicht. Im aktuellen Jahr aber ist nicht Foto da, wo so ein bisschen das Grosse ist, sondern sie bleiben sich mit Zoom und so. Zoom funktioniert wunderbar, da einfach Zoom, wunderschön, vor allem Wasser, auch ziemlich schwierig zu machen. Grossartig. Sie machen das ein bisschen mit Video im Moment und Video ist so ein bisschen da die grosse Hürde. Wir müssen reden. Ernsthaft, seriously. Und Samsung auch und Apple auch und alle, wir müssen jetzt gerade kurz miteinander reden. Wenn ihr daherkommt und erzählt, oh, wir können 4K 60 FPS, und Samsung kann sogar 8K. Und alle finden so, ja schön. Und oh, Bildstabilisierung haben wir auch noch. Oh cool, ja. Weißt du, was wir nicht hören? Wir hören nichts vom Ton. Niemand erwähnt den Ton. Warum erwähnt den Ton nicht? Weil ihr das verdammte Mikrofon in dem Ding nicht im Griff habt. Weil das Mikrofon da innen ist so slightly shitty, es ist so da, es ist das gleiche, was du benutzt, um mit jemandem zu telefonieren. Es ist nicht gut genug, um anständig Ton zu liefern. Und ich weiss jetzt aber nicht, welche Tonspur du hörst, vom Oppo Find X2 Pro oder vom Mikrofon, das ich hier mitlaufen habe. Eins von beidem. Und wenn der Armin jetzt gefunden hat, tönt besser, hat er jetzt genommen. Weil Ton ist wichtig. Und Huawei probiert das Problem zu lösen, indem sie hingehen und per AI on the fly mitrechnen. Rechnen ist technologisch mega beeindruckend, in der Praxis ein bisschen heikel. Bei Video machen sie immer so, Image Stabilization, das funktioniert auch wunderbar, funktioniert wirklich schön. Ich meine, schau dir jetzt mal die Straße an und du siehst, es holpert ein bisschen, also du siehst den Lenker und den Tacho so auf und ab, aber die Straße bleibt stabil. Super, das ist mega cool. Der Ton ist nicht okay, weil Huawei probiert das mit AI auszurechnen, also on the fly rechnet der Computer mit und überlegt sich, was ist das Geräusch, das der User am Schluss hören will und was ist so Hintergrundgeräusch. Das kann Wind sein und manchmal geht es halt auch in die Hose und ich wusste, dass es in die Hose geht und wenn ich sogar TÜV wäre, wenn du jetzt hier hörst, musst du nur auf den Tacho schauen und hören, wie du den Motor hörst. Weder habe ich Gas gegeben, also den Motor nicht aufgedrückt, so oder runtergefallen, also, sondern ich habe relativ konstant gehabt. Und das Phone hat dann gefunden, das Motorgeräusch ist Hintergrundlärm und hat jetzt einfach rausgerechnet, sobald es realisiert hat. Aber am Anfang hast du es noch gehört, so, wenn ich aufgedreht habe, wenn ich Gas gegeben habe, so, und dann auf einmal ist der Motor weg. Also ich meine, ich bin nicht einfach auf der Kupplung am Segeln gewesen. Hast du gehört, oder? Also, oder eben nicht gehört. Das ist furchtbar. Das geht einfach gar nicht. Dann lieber noch mit Wind und allem drum und dran. Ja, also gut. Fazit-Time. Was habe ich zu sagen? Eine habe ich noch. Und zwar geht es um Kamera-Software. Und zwar nicht jetzt um was die AI macht, sondern was du als Mensch kannst machen. Huawei hat einen riesen Vorteil und einen riesen Nachteil. Vorteil, sie haben so eine Wasserwaage eingebaut. Also du siehst so, wo der Horizont, also wo das Phone gerade ist. Dann verhinderst du den Fehler, dass das Bild leicht schräg ist, aber nicht schräg genug, dass es Absicht wäre, sondern das zufällig Inkompetente schräg. Und der grosse Nachteil ist, und das merkt jeder, der ein iPhone schon mal benutzt hat, wenn du zoomen willst, ist das iPhone einfach grossartig. Du machst so die Bewegung so und dann taucht so ein Rad auf.
Wieso können wir nicht das haben? Wieso können wir nicht das schöne Rad haben? Wieso müssen wir das scheiß kleine Ding da unten haben, wo einfach irgendwie so und du verfährst die Hälfte der Zeit und hast den Take versagt, dann musst du nochmal, oder wenn du es nicht nochmal machen kannst, hast du einfach dumm gelaufen, hast einfach überkommst. So, schau doch das einfach bei Apple ab. Und Apple schaut der Huawei die Wasserwaage an, weil Apple hat die nicht. Fände ich cool. So, kann ich sagen. Absolutes Hammerphone, total grossartig. Mir gefällt die Farbe mega gut. Es sieht auf den Werbebildern immer so scheiß grau aus, aber es ist eigentlich so ein grau, blau, weiß, etwas Siechs und es schimmert so ein bisschen... Blau bringe ich gar nicht an, aber es ist kein Blau. Hätte absolut gute Chancen aufs Phone des Jahres gehabt, hätte es aber leider nicht, weil es ist zu kompliziert für uns Schweizer. Vielleicht funktioniert es auf dem internationalen Markt besser mit der Huawei App Gallery. Sie ist in Arbeit, sie sind am Arbeiten, sie geben sich Mühe, es sind Fortschritte da, aber hey, schau, Google hat 10 Jahre Vorsprung. Und das ist schwierig einzuholen. So, fertig, haben wir es gehört. Bis dann, tschüss. Wie habe ich die Aufnahme gemacht? Ich bin nicht einhändig gefahren. Die Antwort ist schlicht und ergreifend für 5 Meter Klettband und eine Lederjacke. So. Ja, machen wir das bitte nicht noch. Ich habe letztens eine GoPro überfahren. Auch nicht ganz so gut über die Bühne gegangen, wie man gemeint hat. Bei 80 überlebt es definitiv auch GoPro nicht. Ich vermisse meine GoPro. Habe ja das da und Klettband.